Science Slam. Juri Skotnicki! Last but not least, are you ready? Yes. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir Wir sagen sagen Science, ihr sagt Slam. Science! Willkommen, mutige Entdeckerinnen und Entdecker. Macht euch bereit für eine Reise tief hinein in die Welt der Wissenschaft. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise gemeinsam mit unseren Abenteurer Annelina Jones rein in das Labyrinth der Wirkstoffsuchforschung. Unsere Mission, das ideale Pflanzenschutzmittel finden. Doch bevor wir unsere Reise starten, lasst uns kurz schauen, warum wir den Weg überhaupt gehen müssen. Im letzten Jahr hatten wir einige Herausforderungen in unserem Garten. Wir hatten uns so auf unsere Weintrauben gefreut und dann Mehltau. Unkraut überall im Garten und unsere Rosen voll mit Blattläuse. Ärgerlich, oder? Aber stellt euch vor, das passiert auf einem ganzen Acker. Da sprechen wir schnell mal von 40% Ernteverlust für die Landwirtinnen und Landwirte. 40%. Das ist, als würde zu euch jemand sagen, sorry, dieses Jahr gibt es nur 60% von eurem Gehalt. Aua, das tut weh, oder? Gleichzeitig gibt es einige Megatrends in der Landwirtschaft. Die Weltbevölkerung steigt und gleichzeitig sinkt durch Klimaveränderungen die Anbaufläche. Wir müssen also mehr produzieren auf einer geringeren Fläche. Und jetzt haltet euch fest, in den nächsten 50 Jahren müssen wir genauso viele Lebensmittel produzieren wie in den letzten 10.000 Jahren zusammen. Pflanzenschutz ist deshalb kein Luxus, sondern eine absolute Notwendigkeit, um genügend Lebensmittel in Zukunft zu produzieren. Aber ein neues Pflanzenschutzmittel zu entwickeln, das wie in einem Labyrinth unendlich viele Moleküle, Möglichkeiten, Irrwege, interdisziplinäre Teams aus Chemie, Biologie, Toxikologie, Agronomie müssen zusammenarbeiten, um diese Aufgabe zu erledigen. Und genau hier beginnt unsere Geschichte. Aber wir müssen nicht verzagen. Darf ich vorstellen, Annelina Jones, eine mutige kleine Molekülstruktur mit einer Mission. Die Rettung der Welternährung. Seine Gegner, Unkräuter, Schädlinge, Pflanzenkrankheiten. Doch, es ist euch schon aufgefallen, Jones ist noch nackt. Keine Sorge, wir werden ihn gleich ausrüsten, dass er perfekt ausgerüstet ist für das Labyrinth. Mit chemischen Modifikationen, die wie Kleidungsstücke sind. So wird aus einem nackten Molekül ein wahrer Wirkstoffheld. Doch bevor Jones ins Labyrinth kann, müssen wir natürlich den Eingang finden. Wir stehen vor dem Labyrinth, wir schauen uns um und finden am Boden ein Amulett mit der Aufschrift Wissen ist der Weg. Na dann, wir gehen in die Bibliothek des Wissens. Dort suchen wir nach Hinweisen auf Moleküle, die vielleicht wirken könnten. In dieser Bibliothek sind keine verstaubten Bücher, so wie ihr euch das vorstellt, sondern Hightech, Computer und neue Technologien. Dort nutzen wir 3 Methoden. Erstens, wir lassen tausende Verbindungen vom Computer vorrechnen, welche Moleküle vielversprechend sind. Wir nutzen Quantencomputing. Zweitens, wir schicken diese Moleküle dann auf ein Speeddating mit unserem Zielprotein, um zu schauen, wo die Chemie stimmt. Drittens, die besten Kandidaten kommen dann bei uns ins Labor und wir testen sie auf Herz und Nieren. So sieht das aus, wenn wir Moleküle modellieren. Wir jagen tausende Strukturen durch unseren BASF-Supercomputer und schauen, welches am besten zu unserem Zielprotein passt. Hier in der grauen Wolke sieht es sehr gut, Annelina Jones passt perfekt hinein. So, wir starten die Optimierung. Wir suchen den Startpunkt für die Reise. Der Hut, der als Kopfgruppe genau in das richtige Zielprotein passt.
Wir starten. Sombrero. Zu groß, passt nicht ins Ziehprotein. Aluhut. Isoliert sehr gut, deswegen keine Bindung möglich. Duschhaube. Wasserabweisend, deshalb kann er nicht in das Ziehprotein eintauchen. Wikingerhelm. Zu aggressiv, bindet überall, deshalb keine Selektivität. Abenteurerhut. Perfekter Kompromiss, nicht zu groß, nicht zu klein, passt perfekt. Wir haben das Kontakt zum Ziehprotein hergestellt. So, wir stehen am Startpunkt des Labyrinths und wagen den ersten Schritt hinein. Nach einiger Zeit, zack, gefangen. Willkommen in der Kammer der Optimierung. Wir schauen uns in der Kammer um, wie wir wieder herauskommen und finden am Boden ein riesiges Symbol mit 4 Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Wir müssen die Struktur optimieren, die Wirksamkeit verbessern, Selektivität erhöhen und die Bioverfügbarkeit verbessern. Jetzt wird optimiert. So sieht ein chemisches Labor aus. Wenn ihr in der Schule Chemie abgewählt habt, sieht es eher für euch aus wie die Kammer des Schreckens. Dort stellen wir unsere Verbindungen her. Als nächstes geht es dann ins Gewächshaus. Dort testen wir die Verbindungen an Pflanzen. Das sieht schon freundlicher aus. Wir durchlaufen mehrere Optimierungsschleifen. Design, Synthese, Testung und dann Verbesserung. Jede kleine Änderung, eine neue Schleife, es dauert, es kostet, aber es lohnt sich. Die Hose entscheidet, wie gut wir am Ende wirken. Badehose, zu kurz, zu locker, deshalb nicht wirksam. Superheldenhose, überall aktiv, deshalb keine Selektivität. Clownshose, zerfällt zu schnell, deshalb eine schlechte Bioverfügbarkeit. Noch eine Runde, Jeans, robust, bioverfügbar, gezielt. Jetzt wird's ernst. Wir kämpfen uns weiter durch das Labyrinth und schließlich stehen wir vor ihm. Den Tempel der Prüfung. Hier entscheidet sich, ob Jones das Zeug zum Pflanzenschutzmittel hat. Funktioniert er am Ende auf dem Acker, also auf dem Feld? Bekämpft er resistente Schädlinge, Unkräuter und Pflanzenkrankheiten? Verträgt er sich mit Bienen und baut sich gut in Wasser und im Boden ab? Und schließlich ist er sicher für Mensch und Tier. Das Konzept bei dieser Optimierung ist Sicherheit und Wirksamkeit. Wir starten mit den Prüfungen. Paillettenhemd. Sieht toll aus, aber leider aus Plastik, deshalb giftig für die Bienen. Krawatte mit Hemd. Gut fürs Büro, aber leider taugt es nichts auf dem Feld. Bayerische Tracht. Sehr langlebig. Meine Oma aus Bayern würde sagen, eine gescheite Lederhosen, heute der Lehm lang, also baut sich sehr schlecht in der Umwelt ab. Eine Runde, Abenteurerjacke, sicher, wirksam, umweltfreundlich. Annelina Jones ist bereit. Wir schreiten zum Ende des Labyrinths und wir sind bereit für die Zulassung. Wir haben alles getestet, alles dokumentiert, wir müssen nur noch durch das Tor der Zulassung gehen. Die Zulassungsbehörden sind streng und das ist auch gut so. Nur Moleküle, die sicher, wirksam und umweltfreundlich sind, kommen überhaupt hindurch. Aber die Zulassung dauert. Wir treten vor das Tor und warten. 1 Jahr vergeht, nichts passiert. Gar nichts. Irgendwann heben wir also die Hand. Keine Reaktion. Okay, ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Hebt bitte alle mal die Hand. Wir warten 1 Jahr, wieder runter. Nochmal, wir warten 1 Jahr. Immer noch nichts. Na gut, dann warten wir noch 1 Jahr. Irgendwann sagen wir mal Hallo, hallo, hier sind wir. Immer noch nichts. Irgendwann bekommen wir auch Durst. Wir sind ja schließlich so 10 Jahre lang unterwegs. Also nehmen wir eine Weinschorle in die Hand zur Stärkung. Irgendwann bekommen wir auch Hunger, Zeit für Brotzeit. Wir nehmen das Brot in die Hand.
Und dann endlich, das Tor öffnet sich. Angelina Jones ist zugelassen. Die Landwirtinnen und Landwirte erwarten bereits unser neues Pflanzenschutzmittel. Wir haben das Ziel am Ende des Labyrinths erreicht. Aus 100.000 Verbindungen ist eine geworden. Wir haben 250 Millionen Euro ausgegeben und nach 15 Jahren Forschung, Entwicklung und Zulassung kommt Angelina Jones endlich auf den Markt. Wir sind bereit für den Product Launch. Aber das Marketing will natürlich noch eine andere Farbe und will unser BASF-Logo drauf. Weil selbst Moleküle heutzutage Branding brauchen. Wir sind bereit für den Launch. Pflanzenschutz ist komplex, teuer und langwierig. Aber ohne Pflanzenschutz nur halbe Weinschorle und halbes Brot. Jetzt habe ich nur noch eine Frage an euch. Wer möchte eine kostenlose Weinschorle von euch? Noch ein großer Applaus für Juri Skotnitzki.